Chatbots, künstliche Intelligenz, Technologie, wohin man schaut, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite spirituelles Erwachen, Aufstiegsprozess. Wie passt das eine denn zum anderen? Was spricht gegen all die Technologie und was spricht dafür? Das Thema Chatbots hat meinen Weg das erste Mal Ende 2018 gekreuzt. Ich war überzeugt davon, dass dem durchaus die Zukunft gehört und habe sogar an einem Bootcamp bei einem ziemlich bekannten Internetmarketer teilgenommen, bei dem wir erlernt haben, mit ManyChat zu arbeiten und Chatbots zu entwickeln. Ziel war daraus vielleicht auch mal ein Business zu machen, weil es ein Zukunftstrend ist. Tja, die Ernüchterung kam bei mir gegen Ende, auch wenn es mir gelungen war, kleine Chatbots zum Leben zu erwecken. Ich dachte mir, nee, hier glotzt du nur dauernd auf den Bildschirm, bist einem rasanten Tempodruck unterworfen. Wo bleibt da die Zeit fürs Meditieren? Wo bleibt da die Zeit für mich selbst, um in mein Inneres zu kommen? Denn auf der anderen Seite habe ich auch regelmäßig zu diesem Zeitpunkt schon meditiert, und zwar täglich. Schluss aus Ende mit Chatbots. Auch wenn ich in der Folgezeit das Thema Chatbots und künstliche Intelligenz erstmal auf die Seite gepackt habe, habe ich dennoch auch künstliche Intelligenzen genutzt. Denk du nur mal daran, wenn du Google Chrome-Nutzer bist und auch zum Beispiel die Google Sheets oder Tabellen benutzt, dann kannst du das Sprachtool nutzen und es dir leichter machen, Texte zu schreiben, indem du das, was du schreiben möchtest, Google einfach diktierst und daraus wird dann das Ganze wunderbar zu einem Text, den du dann zwar noch redigieren musst und in Form bringen musst und, aber es erleichtert die Arbeit. Und insofern lass dich nicht von meiner persönlichen Haltung schocken, sondern allenfalls inspirieren. In meinen Meditationen habe ich nämlich ziemlich klar immer wieder den Impuls erhalten, mich meinem Seelenweg zu widmen, auf meinem Weg zu bleiben, anstatt mich von Dingen ablenken zu lassen, die mir nicht dienlich sind und schlussendlich eine Überforderung darstellen. Alles, was du jenseits von deinem Seelenweg tust, wird dir nämlich als Quittung präsentiert. Zum Beispiel in Unwohlsein, zum Beispiel in Erkrankungen, zum Beispiel in Stresssymptomen, whatever. Jetzt fragst du dich vielleicht bei all der künstlichen Intelligenz, wo sind Kontrapunkte, wo sind Pro-Argumente? Überprüfe das, was ich hier sage, immer mit dem, was dir innewohnt. Denn es kann nur eine Inspiration sein. In den letzten Tagen habe ich mich relativ intensiv mal mit verschiedenen KI-Tools beschäftigt und unter dem Aspekt unter die Lupe genommen, was ist dienlich und was eher nicht. Betrachte das Folgende jetzt als meine persönliche Erfahrung und meine persönliche Argumentation und checke einfach für dich, inwieweit es für dich passt oder eben auch nicht. Fakt ist aus meiner Sicht eines: genauso wenig wie 1844 die schlesischen Weber verhindern konnten, dass die mechanischen Webstühle Einzug hielten, werden wir verhindern können, dass künstliche Intelligenz unser Leben flutet. Denn ich war schockiert, wie viele Tools es mittlerweile am Markt gibt, die allen möglichen guten und weniger guten Zwecken offensichtlich dienen. Wer auf dem spirituellen Weg ist,
darf sich selbst befragen. Nützt mir dieses oder jenes auf meinem spirituellen Weg? Ja oder nein? In meinem letzten Video, wo es um Seelenweg und Schwingungen ging, ich verlinke das auch am Ende noch einmal, da weißt du, worauf es ankommt, nämlich nach innen zu gehen, in dein Herz zu gehen, deine Seelenessenz zu erkennen und indem du sie lebst, ihr zum Ausdruck verhilfst, der Welt zu dienen. Frage dich immer, dient dem auch das KI-Tool, was ich jetzt zum Einsatz bringen möchte? Oder laufe ich dort Täuschungen, Fake News, fragwürdigen Werten oder ähnlichem auf? Das darf jeder für sich checken. Du kennst dein Wertesystem am allerbesten und du spürst auch ganz deutlich, wo du manipuliert wirst, in eine bestimmte Richtung gelenkt werden sollst und wo es deiner eigenen tiefen inneren Wahrheit entspricht. Das sind aus meiner Sicht glasklare Kontrapunkte. Wenn es nicht deiner Wahrheit, deinem Seelenweg dient, dann Finger weg. Und das ist auch ganz allgemein die Gefahr. Denn woher die KI jeweils ihre Informationen bezieht, das kannst du nicht bei allen Tools checken. Nur einige davon geben Quellen an, woher sie ihre Informationen haben. Das zum Thema Contra. Lass uns jetzt noch anschauen, was dafür spricht, für den Einsatz von KI-Tools. Ich persönlich bin zwar ein sehr kreativer Mensch, wird mir zumindest immer wieder rückgemeldet, allerdings mangelt es mir des Öfteren an den handwerklichen Umsetzungsfähigkeiten. Insofern finde ich KI-Tools, die es mir ermöglichen, etwas, was in meinem Geist da ist, auch zu materialisieren, ganz klasse. Ich tue es, um mich selbst zu erfreuen. Ich tue es als Geschenk, um irgendwem eine Freude zu bereiten. Und das ist auf jeden Fall auf meinem Seelenweg und nicht jenseits davon. Auch alle Dinge, die es dir ermöglichen, dir Routinetätigkeiten abzunehmen und damit den Arbeitsaufwand zu minimieren, damit du mehr Zeit hast, zum Beispiel für deine Familie, zum Beispiel für deinen Freundeskreis oder auch für das Meditieren. Wie Meditieren geht, verlinke ich am Ende dieses Videos noch einmal. Dann sind das ganz glasklare Pro-Argumente aus meiner Sicht. Und noch etwas erscheint mir sehr wichtig zu sagen. Was und in welchem Umfang du einsetzt von diesen Tools der künstlichen Intelligenz, liegt nach meiner Meinung in deiner Verantwortung. Du kannst nicht sagen, ich konnte nicht anders. Jeder hat immer die Wahl, ob er etwas tut oder im eigenen Interesse und im Interesse der Menschen drumherum etwas nutzt oder eben auch sich dem widersetzt. Ich hoffe, das Ganze hat dich ein bisschen inspiriert zum Nachdenken über das Thema Chatbot, künstliche Intelligenz und Technologien. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Video oder Podcast sage ich Tschüss.